Hallo, hier ist Dan vom Pomadeshop. Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen zu einem neuen Thema, und zwar Haare waschen, ja oder nein. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Dan und in letzter Zeit werde ich immer wieder gefragt von Kunden, muss ich mir oder soll ich mir die Haare waschen, wenn ich Pomade oder Hair Tonic im Haar habe? Und ich finde das unglaublich spannend, weil früher die Frage eher war, wie bekomme ich Pomade wieder aus dem Haar raus? Mit dem Erstarken der wasserbasierten Pomaden und mit der Popularität der wasserbasierten Pomaden ist das natürlich kein großes Thema mehr, weil da reicht meistens Wasser oder ein Regen oder ein bisschen Shampoo und die Pomade ist komplett aus dem Haar raus und man braucht sich keine weiteren Gedanken zu machen. Bei ölbasierten Pomaden sah das natürlich immer anders aus, weil die waren viel fester im Haar, die waren dazu gemacht, im Haar zu bleiben. Und da war eher die Frage, wie bekomme ich die Pomade raus? Oder schadet es der Kopfhaut, den Haaren, wenn ich die Pomade über Nacht im Haar lasse? Das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung beantworten. Nein, es ist eher sogar angenehm, wenn ich eine ölbasierte Pomade im Haar belasse oder auch ein Hair Tonic, wie zum Beispiel das Don Draper Yellow Hair Tonic. Das hatte ich getestet und über Wochen im Haar gelassen und ich fand es unglaublich angenehm. Also ich wollte das gar nicht mehr ausgewaschen zu haben, das Hair Tonic Yellow, und auch Pomaden, ölbasierte Pomaden, die lasse ich eher im Haar. Die wasserbasierten, da ist es ein ganz anderes Thema, weil die werden bei mir, wenn es ein bisschen wärmer wird, wenn man schläft vielleicht, dann wird der Kopf ein bisschen wärmer, dann scheinen die so ein bisschen zu verkleben, die Haare, die wirken dann eher so strohiger, vertrockneter und es ist ein Gefühl, das ich nicht als angenehm empfinde und dann bin ich glücklich, wenn ich die, so wie es auch sein soll, aus den Haaren auswasche, die wasserbasierten Pomaden. Und bei Hair Tonics, da spüre ich wirklich nicht wirklich viel, sondern die lasse ich auch im Haar, je nach dem Gefühl. Grundsätzlich würde ich dazu Folgendes sagen. Es hängt davon ab, wie man sich damit wohlfühlt. Ölbasierte Pomaden können im Haar bleiben, wasserbasierte können ebenfalls im Haar bleiben, hängt aber davon ab, wie man sich damit wohlfühlt, weil ich hatte auch neulich einen Kunden am Apparat, der hatte gesagt, nee, ich nehme eine wasserbasierte und ich lasse die grundsätzlich im Haar drin, in der Früh ein bisschen Wasser oder ein bisschen kämmen und ich bin da ganz glücklich. Und das kenne ich normalerweise von einer ölbasierten Pomade. Da tue ich ein bisschen Hair Tonic, besten ölfreies Hair Tonic für meine Bedürfnisse, in die Haare und es sieht dann wirklich wie frisch gestylt aus. Und was mich interessieren würde, ist natürlich, welche Erfahrung ihr habt mit dem Auswaschen von Pomaden. Ist das notwendig? Ist es nicht notwendig? Wie fühlt sich das an? Welche Pomaden lasst ihr im Haar? Welche tut ihr lieber aus den Haaren raus? Also da würde mich auch sehr stark eure Meinung und Erfahrung interessieren. Und vor allem, dass es auch die Interessenten, dass es die Fragenden auch in den Kommentaren lesen können, ob meine Erfahrung dem entspricht, was ihr auch an Erfahrung gemacht habt oder wenn ich vielleicht irgendwas übersehen haben sollte. Das wäre ganz toll. So, und ich glaube, mehr habe ich dazu in dem Thema nicht zu sagen. Wenn die Pomade dann tatsächlich aus den Haaren ausgewaschen werden soll, ist es bei der wasserbasierten überhaupt kein Problem. Da weiß man, Wasser oder ein bisschen Shampoo. Bei einer ölbasierten wird es ein bisschen nicht komplizierter, auch keine Herausforderung. Wenn die Pomade dann ausgewaschen werden soll, dann ist es natürlich bei einer wasserbasierten überhaupt kein Thema. Wasser oder ein bisschen Shampoo genügt. Bei einer ölbasierten wird das Shampoo dann ins trockene Haar angewendet. Das ist ganz wichtig. Für 2-3 Minuten wird es im Haar gelassen und dann nach und nach fügt man etwas Wasser hinzu und versucht, die Pomade dann so auszuwaschen. Bei Bedarf wiederholt man diesen Vorgang. Was auch vielen hilft, ist, wenn Sie jetzt eine ölbasierte, weiche Pomade in die Haare reintun oder zum Beispiel eine Frisiercreme, eine günstige Frisiercreme wie die Brisk oder bei mir hat es neulich auch mit einer wasserbasierten funktioniert. Ich glaube, das war eine UWB, ich glaube, da waren auch noch ein bisschen Öle drin oder mit einem Shampoo, in welchen Öle drin sind. Die sind auch sehr, sehr beliebt zum Auswaschen einer klassischen ölbasierten Pomade. So. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, hinterlasst mir einfach mal ein Like und
lasst mich vor allem dann eure Meinungen wissen zu diesem Thema, weil das ist natürlich das Spannende, was ihr zu sagen habt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und was ihr den Neulingen, den neuen Interessenten an Pomade weitergeben könnt. So, das war's. Ich bin der Stan und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.